Hi, ich bin der Uli von der PFD und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein Video, in dem wir dir zeigen, wie einfach es ist, deine neue PFD Swing Airless anzufahren und einzustellen. Zunächst einmal ist es wichtig, du kennst es sicher von deiner G4 auch, dass wir den Schlauch etwas vornässen. Unser Schlauch, 20 Meter, nagelneu, ist innen drin natürlich trocken. Würden wir jetzt unser Material in den Behälter tun und die Maschine anfahren, würde sich der Schlauch die Feuchtigkeit aus unserem Material nehmen und du hättest dann einen ersten Stopfer. Das ist blöd und das wollen wir nicht. Ich habe jetzt die Maschine hier vorgenässt. Ich habe so etwa 2 Liter Wasser rein, habe die Maschine mal laufen lassen, bis vorne aus meiner Pistole Wasser kam. Ihr könnt hierzu eure Düse auch runterschrauben, das ist kein Problem. So, lasst es in den Eimer rein, ein bisschen Wasser durch. Ihr müsst es keine Viertelstunde laufen lassen, nur dass der Schlauch innen drin etwas nass ist. Als nächstes können wir schon unser Material in den Materialbehälter geben. Grundsätzlich bekommen wir unser Material einmal im Folienbeutel oder im Eimer. Wir haben uns heute für einen Folienbeutel entschieden. So, du siehst jetzt schon einen weiteren Vorteil. Wenn du das Material aus einem Schlauchbeutel nimmst, dann bleibt hier fast nichts übrig. Einen Eimer könntest du überhaupt nicht so sauber auskratzen. Wenn ihr euer Material im Materialbehälter habt und wir schalten die Maschine an, achtet bitte darauf, wir liefern die Maschine aus mit 5 Meter 3 x 2,5 Quadrat. Hier werden häufig Fehler gemacht. Wenn ihr das Kabel verlängern müsst, dann macht das bitte auch mit einem 3 x 2,5 und nehmt nicht irgendein billiges Kabel aus dem Baumarkt. Hauptschalter an und dann seht ihr hier im Display erstmal Werbung in eigener Sache. Solange wir hier die Taste On nicht drücken, passiert da auch gar nichts. Wenn wir die drücken, dann kommt ihr auf euer Bediendisplay und ihr seht jetzt, wie eine Zeit runterläuft. Oben rechts 9, 8, 7, 6 in Sekunden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sperrt sich das Display wieder und die Maschine kann nicht starten. Warum haben wir das gemacht? Das ist ein Trockenlaufschutz. Stellt euch vor, du arbeitest mit deiner Maschine, dein Baustellenradio ist an, wirst nachher merken, die Maschine ist so leise, dass ihr das nicht mitbekommt. Wenn kein Material mehr in der Maschine ist, kann die Maschine ihren Stoppdruck nicht mehr erreichen und es könnte im schlimmsten Fall passieren, dass euch der Rotorstator durchbrennt. Um das zu verhindern, haben wir eben diesen Schutz eingebaut, dass nach 15 Sekunden die Maschine selber ausschaltet. Wenn wir unsere Maschine in Betrieb nehmen jetzt und am Anfang ein bisschen rumspielen mit den Drücken, dann würde ich diesen Leerlaufschutz gerne deaktivieren. Das könnt ihr tun, indem ihr lang auf diese Taste mit V drückt. Dann werdet ihr oben so eine gestrichelte Linie sehen. In dem Moment, wo diese gestrichelte Linie da ist, bleibt euer Display immer an und ich kann meine Maschine auch immer anschalten. Was wollen wir als nächstes machen? Ihr seht hier auf unserem Display 3 Werte. Wir haben einen P-Stop, wir haben einen P-Start und wir haben einen P-Work. P in dem Fall ist Englisch, steht für Pressure, also für Druck. Wir haben also einen Stoppdruck, einen Startdruck und einen P-Work, einen Arbeitsdruck. Diesen Arbeitsdruck, den kennen wir nicht. Der Arbeitsdruck stellt sich ein durch die Geschwindigkeit, durch die Größe der Düse. Wenn ich eine kleinere Düse nehme, muss hier das Material tut sich schwerer, da durchzukommen, also wird mein Druck steigen. Wenn ich am Potentiometer weniger oder mehr Leistung einstelle, wird sich mein Druck auch verändern. Und last but not least auch die Konsistenz von unserem Material. Ihr könnt mit der Maschine ja auch Farbe verändern. Farbe ist viel dünner wie unsere Spachtelmasse, die wir heute verarbeiten. Das bedeutet, als erstes müssen wir jetzt einfach mal in unseren Materialbehälter oder in einen Eimer spritzen, um zu gucken, was ist unser P-Work, unser Arbeitsdruck. Und danach stellen wir die Maschine ein und das war es dann im Prinzip schon. So, ich habe mir jetzt einen leeren Eimer geholt. Denn wenn ich die Maschine jetzt anfahre, möchte ich natürlich nicht das Wasser, was noch im Schlauch ist, in meinem Materialbehälter haben. Deswegen tun wir das in einen leeren Eimer. Jetzt schalten wir die Maschine an, machen unseren Berührungsschutz auf, dass wir abdrücken können und schalten die Maschine an. Ihr seht jetzt schon hier, wie sich euer Arbeitsdruck einstellt. 26 Bar, 27 Bar, 30 Bar, das ist natürlich noch nicht viel. In unserem Schlauch ist immer noch
unser Wasser. Jetzt kommt Material und jetzt schalte ich die Maschine ab. Bitte nicht vergessen, gewöhnt euch an, immer die Sicherung reinzumachen. Das sind eure Augen. Als nächstes schrauben wir unsere Wendedüse drauf. In dem Fall ist es eine 541. Könnt ihr natürlich je nach Belieben mit den Düsen auch variieren. Was wollen wir als nächstes machen? Wir müssen jetzt in unseren Materialbehälter reinspritzen. Unser Wasser ist außen, unseren Eimer können wir wegtun. Wir spritzen jetzt in unseren Materialbehälter und schauen uns mal an, wie sich unser Arbeitsdruck, unser P-Work verhält. Ihr seht also, auf Bodystufe 8 mit einer 541er Düse habe ich mit dem Material jetzt 112 Bar. Wir machen die Maschine wieder aus. Was wollen wir als nächstes tun? Wir wissen jetzt, dass mit der Düse, mit dem Material, mit der Body-Einstellung 8, wir einen Druck erreichen von 112 Bar. Das ist ein gewöhnlicher Spritzdruck, der wird uns für ein Picobello-Spritzbild auch ausreichen. Aber jetzt müssen wir der Maschine sagen, wann sollst du angehen und wann sollst du wieder ausgehen. Und dazu gibt es eine Faustregel. Und ihr müsst euch in dem ganzen Video nicht viel merken, aber das merkt ihr euch. Bitte macht den Stoppdruck circa 5 Bar über eurem Arbeitsdruck und den Startdruck der Maschine circa 20 Bar unterhalb eurem Arbeitsdruck. Wir hatten also 112 Bar gehabt. Es kommt nicht auf den Bar an. Wir gehen von 110 Bar aus. Wir stellen also unseren Stoppdruck auf 115 Bar und stellen unseren Startdruck auf 90 Bar. Es ist wie wenn ihr eine Pizza in den Ofen tut. Wenn ich länger drauf bleibe, läuft die Uhr schneller. 105 Bar, P-Stopp und meinen P-Start auf 80 Bar. Dieser Wert bleibt in der Maschine gespeichert, auch wenn ihr den Hauptschalter ausmacht und anmacht. Immer der letzte Wert ist gespeichert. Was würde denn passieren, wenn ich meinen Stoppdruck viel zu hoch einstelle? Möglicherweise in einen Wert, wo die Maschine gar nicht erreichen kann, weil sich das Material über den Rotorstator zurückdrückt. Eure Maschine würde durchlaufen, die würde gar nicht ausgehen. Wenn ich meinen Startdruck zu nah an meinen Arbeitsdruck anpassen würde, dann würde die Maschine ständig nachlaufen. Das hört ihr auch. Wüt, wüt, wüt. Jedes Mal geht die Maschine an. Deswegen können wir mit 5 Bar drüber und 20 Bar drunter, haben wir eigentlich eine ganz gute Grundeinstellung erreicht. So, wenn wir jetzt unsere Pistole loslassen, stoppt unsere Maschine. Betätigen wir unsere Pistole wieder, läuft die Maschine weiter. Mit dieser Einstellung können wir jetzt arbeiten. Unseren Trockenlaufschutz, den wir vorhin aktiviert haben, um den müssen wir uns nicht mehr kümmern. Die Maschine hat ihren Stoppdruck erreicht und die gestrichelte Linie ist verschwunden. Auch wenn wir unsere Maschine ausmachen, zum Beispiel während einer Pause oder einer Brotzeit, und machen die Maschine wieder an. Habt ihr gesehen, die Zeit läuft, die Maschine erreicht aber ihren Stoppdruck und somit ist unser Trockenlaufschutz deaktiviert. Ein kleiner Tipp noch, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr mal einen Stopfer fahrt. Wir sehen, wir haben jetzt noch in unserem System einen Druck von 82 Bar. Es wäre jetzt nicht gesund, einfach unseren Schlauch abzuschrauben. Wir können mit dem Wahlschalter für unsere Drehrichtung unsere Maschine auch rückwärts laufen lassen. Geht ganz kurz in die falsche Drehrichtung und wir sehen, dass wir keinen Restdruck mehr in unserem System haben. Wir können jetzt gefahrlos unseren Filter wechseln und das zeige ich euch jetzt. So, wenn wir unseren Druck im System jetzt abgebaut haben, können wir gefahrlos
unseren Filter öffnen. Und hier habt ihr im Werkzeugbeutel auch nochmal einen Ersatzfilter. So, wir haben unsere Maschine angefahren, haben die Bedienung, unser Vorgehen beim Stopfer und den Filterwechsel. Jetzt geht es langsam auf Feierabend zu. Ein großer Vorteil unserer Maschine ist, ihr müsst das Material nicht immer raustun. Ihr habt in eurem Werkzeug eine Kunststoffspachtel. Gewöhnt euch bitte an, nur diese Kunststoffspachtel zu nehmen. Wenn ihr eine Metallspachtel nehmt und kratzt euren Kunststoffbehälter aus, macht ihr nur Macken rein und da bleibt euch später das Material hängen. Dafür haben wir die rein. So, ich tue das überschüssige Material etwas nach unten und streiche es glatt. Jetzt könnt ihr ein bisschen Wasser drauf tun und euer Material wird über Nacht nicht fest. Denn unsere Materialien sind ja lufthärtend und wenn ihr Folie oder einen Schluck Wasser drauf tut, passiert da nichts. Eure Düse tut ihr bitte um 90 Grad drehen. Auch so ist gewährleistet, dass vorne eure Düse über Nacht nicht hart wird. Ihr könnt sie auch in einen Eimer tun, ein bisschen Wasser, kann also nichts rosten, das sind alles Edelstahlkomponenten. Und so einfach könnt ihr am nächsten Tag erfolgreich weiterarbeiten.